Im ersten Teil haben wir die Haut aufgebaut. In diesem Teil erwartet euch Washes, Adern und geplante Unsauberkeit. Das ist der Punkt, an dem die Haut anfängt glaubwürdig und echt zu wirken. Also, lasst uns weitermachen. Let's go! Hallo Leute, willkommen zurück. Wir machen heute da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar kommen wir gleich zur Sache. Step 7. Wir werden mit einer Wash anfangen. Und zwar mit einer gelben Wash. Ich verwende dafür das X24 von Tamiya. Ihr könnt natürlich auch andere Farben dafür verwenden. Ihr müsst nicht die Tamiya-Farbe nehmen. Ich habe zum Beispiel vorher immer diese transparenten Farben von Vallejo genommen. Die gibt es auch noch rot, gelb, blau, grün. Und nur leider habe ich nur noch rot. Und mit Tamiya soll das auch funktionieren. Aber eigentlich könnt ihr das natürlich auch mit jeder normalen Farbe machen. Wenn ihr die Wash aber anrührt, passt bitte auf, dass ihr nicht zu viel Farbe reinmacht. Aber ansonsten steht euch da nichts im Wege. Also, dann lasst uns mal mit der Wash anfangen. Was braucht ihr dafür? Natürlich erstmal die Farbe. Ich benutze dann noch einen Becher und ihr braucht einen Pinsel. Ich kann euch das jetzt schon verraten, das ist der falsche Pinsel. Ihr braucht nämlich einen Pinsel mit härteren Borsten. Dieser Pinsel hier hat zu weiche Borsten. Ich habe ihn später dann ausgewechselt. Was ihr auch noch unbedingt braucht, ist ein Schwamm. Ich habe jetzt hier so ein Stück vom Schwamm. Ich habe mir so einen großen Schwamm mal genommen und habe den dann in kleine Stücke geschnitten. Und das ist ein Stück davon. Was man auch gut benutzen kann, sind diese Schwämme hier. Die findet ihr im Drogeriemarkt in der Schminkabteilung. Fragt mich jetzt bitte nicht, was man damit macht. Ich habe keine Ahnung. Aber die Teile sind echt genial. Dadurch, dass sie eine Spitze haben, kommen wir in die letzten Ecke im Modell ran. Und das ist wirklich Gold wert. Kommen wir zur Herstellung der Wash. Wir entnehmen aus dem Behälter der Tamiya-Farbe 2-3 Tröpfchen, tun es in unseren Becher rein, füllen es komplett mit Wasser auf und rühren es um. Simpel und einfach. Und wie wir die Wash machen, ist eigentlich auch ziemlich simpel. Wir tunken unseren Pinsel in die Wash rein und malen damit unser Modell sozusagen an. Wir lassen es kurz einwirken und dann nehmen wir unseren Schwamm und tupfen es ab. Und die Betonung liegt bei tupfen, nicht verreiben. Also wir tupfen nur die überschüssige Farbe ab. Oft muss man viele Stellen auch mehrmals machen, damit man überhaupt einen Effekt sieht. Aber im Grunde genommen ist es ganz simpel. Also auftragen, ganz kurz einwirken lassen, nicht zu lange und abtupfen. Aber nicht alles wegtupfen. Als Beispiel, ihr werdet öfters Tropfen von der überschüssigen Flüssigkeit der Wash auf dem Modell haben. Sowas tupfen wir ab. Zum Schluss bleibt ein leichter Film von der Wash an dem Modell übrig. Und das lassen wir dann eintrocknen. Und was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, macht immer stückchenweise was. In meinem Fall hier zum Beispiel habe ich ein bisschen vom Kopf erstmal gemacht oder beziehungsweise vom Gesicht. Danach habe ich erst den Hals gemacht. Also ich habe das Gesicht gemacht, abgetupft, danach erst den Hals, wieder abgetupft und so weiter und so fort. Das macht ihr dann mit jedem Körperteil. Immer nur bereichsmäßig, nicht den ganzen Torso zum Beispiel und dann anfangen abzutupfen, weil bis ihr den ganzen Torso fertig habt, dann kann das sein, muss nicht, dass die Wash schon eingetrocknet ist und dann sieht das später nicht mehr gut aus. Also sich immer stückchenweise vorarbeiten.
Step 8. Wir kommen jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar werden wir jetzt eine blaue Wash machen. Wir werden sie genauso vorbereiten wie die gelbe Wash. Und natürlich werden wir sie genauso einsetzen wie die gelbe Wash. Aber, und das ist ganz wichtig bei der blauen, die Farbpigmente vom Blau sind viel stärker als vom Gelb. Und ihr wollt nicht zu viel davon auf der Statue haben oder beziehungsweise auf dem Modell. Was bedeutet das? Ihr arbeitet die Wash genauso ein wie die gelbe Wash, aber die Einwirkzeit davon muss viel geringer sein. Das heißt, ihr streicht die Wash mit dem Pinsel auf euer Modell und tupfert es am besten gleich wieder ab, so dass sie nicht lange einwirkt. Und das macht ihr stückchenweise. Wenn ihr mal seht, dass ihr ein bisschen mehr Blau haben wollt, dann wiederholt ihr diesen Schritt einfach nochmal. Und peu à peu arbeitet ihr euch so voran, bis ihr die Wash auf dem ganzen Modell verarbeitet habt. Step 9. Und jetzt kommen wir zu der roten Wash. Die rote Wash mischen wir genauso an wie die anderen Washes. Washes? Naja, ihr wisst, was ich meine. Hier werden wir aber noch einen anderen Schritt hinzufügen. Und zwar, wenn wir die rote Wash auftragen, dann nehmen wir in diesem Fall, ich habe hier dieses Fläschchen, da ist Isopropanol drin. Ihr nehmt euch Isopropanol und spritzt einen Spritzer über die Stelle, die ihr mit Rot angestrichen habt. Wenn ihr das macht, dann wirkt das Isopropanol und die rote Wash vermischt sich mit der blauen und der gelben Wash zusammen. Das seht ihr eigentlich auch sofort. Wenn das dann passiert ist, dann tupfert ihr es wie gewohnt ab und ihr werdet sehen, es entstehen so eine Art Adern oder Blutgefäße. Bin mir nicht genau sicher, wie ich das benennen soll. Auf alle Fälle haben wir Menschen das auch, wenn wir unsere Haut näher betrachten, dass wir so welche Blutgefäße überall haben. Und mit diesem Verfahren simulieren wir das. Und das machen wir dann über das ganze Modell. So sieht das Ganze aus. Ich versuche euch das hier gerade so ein bisschen zu zeigen. Es ist schwierig, das aufzunehmen. Aber im Gesicht sieht man überall so welche kleinen Aderchen. Was auch passieren wird, wenn ihr zu viel Isopropanol benutzt habt, dann habt ihr so welche weißen Flecken. Das bedeutet, da wurde der Klarlack mit angegriffen. Da braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Das beheben wir gleich. Im Gesicht kann man das ganz gut erkennen, am Torso ist es schwierig aufzunehmen, so wie an den Beinen. Auf alle Fälle sieht man das komplett über den ganzen Körper verteilt. Also überall dort, wo wir das Verfahren angewendet haben. Und damit kommen wir schon mal unserem realistischen Hautton ein ganzes Stück näher. Was wir jetzt aber unbedingt machen müssen, ist, dass wir uns darum kümmern, dass diese ganzen weißen Flecken erstmal wegkommen. Dementsprechend kommen wir zu Step 10. In diesem Schritt verwenden wir wieder unseren Satin-Klarlack und werden die ganze Statue nochmal damit besprühen und damit werden dann auch diese weißen Flecken verschwinden. Ich habe das ganze Modell jetzt mit Klarlack versiegelt
und habe es erstmal komplett austrocknen lassen. Also das müsst ihr auch machen, mindestens 4 Stunden. Und hier habt ihr ein paar Eindrücke, wie das Ganze aussieht danach. Man sieht gleich als erstes, diese weißen Flecken, die wir vorher hatten, sind einfach verschwunden. Und diese ganzen kleinen Aderchen, die kommen sogar noch besser zur Geltung. Das kann man im Gesicht besonders gut erkennen. Viele Stellen sehen natürlich noch ein bisschen unschön aus, aber im Laufe des Tutorials wird auch das begradigt. Und glaubt mir, wenn ich sage, wir haben noch einiges vor uns. Die kleinen Venen, die wir bis jetzt bemalt haben, reichen natürlich noch nicht aus. Deshalb werden wir im nächsten Teil die Venen mit der Hand auf die Haut zaubern. Und zusätzlich machen wir auch noch Poren und Muttermale auf der Haut. Also, seid nächstes Mal wieder mit dabei und wie immer, bis zum nächsten Mal.